Als ich von Andreas Ehresmann und Michael Freitag-Parey angefragt wurde, ein Grußwort für die diesjährige digitale Gedenkfeier zur Befreiung des Lagers St. Bostels zu sprechen, war meine erste Reaktion: Wow, bei all dem Grauen, was soll ich schon dazu sagen? Was kann ich schon dazu beitragen? Ich war im Januar dieses Jahres zum ersten Mal auf dem Gelände des ehemaligen Lagers St. Bostel. Seit Januar 21 bin ich Friedensbeauftragte im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und war nun mit einem ehemaligen Ort entsetzlichen Unfriedens konfrontiert. An dem Tag hörte es nicht auf zu schneien. Das Lagergelände lag unter einer dicken Schneeschicht. Der Kontrast dieses recht friedlichen Bildes, die Häuser und Baracken unter Schnee bedeckt, und den Schicksalen der Menschen und ihren Geschichten, die sie hier erlebt und nicht alle überlebt hatten, hätte nicht größer sein können. Hier hat das alles stattgefunden, waren Menschen eingezäunt, hungerten, starben, schafften es irgendwie einen Alltag zu organisieren, gingen in Gottesdienste, wurden eingeteilt für die Arbeitsdienste in der Region, kamen zu Fuß nach kilometerlangem Marsch entkräftet hier an, waren sie den Gewalttaten der Wachmannschaften ausgesetzt. Mir sind diese Eindrücke von diesem Besuch noch sehr präsent vor Augen. Im vorderen Ausstellungsraum das Modell des gesamten Geländes, das so nicht mehr ist, anhand dessen die Chronologie des Grauens erzählt wurde. Besonders tragisch empfinde ich die sogenannte Hungerrevolte der KZ-Häftlinge vom 19. auf den 20. April 1945. Eingepfercht und dem Hunger und Sterben überlassen, vielleicht angefeuert von dem Geschützdonner der heranrückenden britischen Armee, was schon zu hören war, versuchten die KZ-Häftlinge einfach zu überleben. Der Versuch, in andere Lagerteile, vor allem die Küche zu kommen, wurde niedergeschossen, so kurz davor, vor der Befreiung. Am 29. April 1945 erreichten die ersten britischen Einheiten das Kriegsgefangenenlager St. Bostel. Die britischen Soldaten befreiten etwa 14.000 Kriegsgefangene und 7.000 KZ-Häftlinge. Wir feiern heute den 76. Jahrestag der Befreiung. Endlich! Hoffnung, Perspektive, Zuversicht, Leben. Aber Befreiung, also Freiheit wiedergeben, setzt voraus, dass die Freiheit vorher genommen wurde. Und es wurde im Laufe der Jahre in diesem Lager so viel mehr genommen als nur die Freiheit. Den Menschen wurde ihre Würde und ihr Recht auf Leben genommen. Und wenn ich sage, den Menschen, oder man die Zahlen hört, von mehreren 100.000 Kriegsgefangenen zwischen 39 und 45, den tausenden Toten und der noch höheren Dunkelziffer, passiert es leicht, dass man einerseits erschrocken ist über das Ausmaß und die Entgrenzung von Gewalt und Hass und andererseits verwischen die Menschen zu einer grauen großen Masse. Dabei steht hinter den Menschen, den vielen Toten, einzelne Personen mit einer individuellen Lebensgeschichte, mit individuellen Ängsten und Hoffnungen. Sie alle vereint, ihr Lebensweg, getrieben von einer menschenverachtenden Ideologie der NS-Diktatur, hat sie in das Lager geführt. Und für viele, viel zu viele, hat er auch hier geendet. Was bedeutet es also, wenn wir der Befreiung gedenken? Den Überlebenden wurde an diesem Tag die physische Freiheit zurückgegeben. Dank der schnellen Organisation medizinischer Hilfe durch das britische Militär konnte dem Typhusausbruch, dem Hunger und anderer Krankheiten Hoffnung auf ein Leben danach entgegengesetzt werden. Für viele kam aber auch diese Hilfe zu spät, sodass mit der Befreiung das Sterben noch nicht zu Ende war. Ich stelle mir die Frage, ist man wirklich jemals frei, wenn man diese Szenen von Gewalt, von Hunger, Verwahrlosung, Erniedrigung und Tod miterlebt hat, wenn man diese Szenen Teil seines Lebens nennt? Vielleicht war meine erste Reaktion genau richtig. Also dieses Wow, was kann ich schon sagen? Also eine Demut vor dem Ausmaß des Leids, eine Demut vor den Erfahrungen der Menschen, vor jeder einzelnen Lebensgeschichte, die mit diesem Lager bis zum heutigen Tag verbunden ist. Ich danke allen Förderinnen und Fördern, Unterstützerinnen und Unterstützern, die in diesem Ort das Potenzial gesehen haben, Erinnerung, Begegnung und Versöhnung erlebbar zu machen. Spätestens mit der Auszeichnung als ein Friedensort der Landeskirche Hannovers ist aus einem Ort des Krieges ein Ort des Friedens geworden. Hier findet Aufarbeitung, Aufklärung, Begegnung, Versöhnung und Verarbeitung des Geschehenen statt. Das gibt Hoffnung.
wenn das Leid nicht nur in Erzählung fortgeschrieben und erinnert wird, sondern wenn daraus etwas Neues, etwas Lebensbejahendes, etwas Lebensschützendes erwächst.